Hallo, ich bin's wieder, euer Buddy Mike mit einem neuen Review Doppelpack. Einmal mit Glass, dem Thriller von M. Night Shyamalan, und Creed 2 Rocky's Legacy. Seid wieder hier mal gewarnt, Spoilers treten wieder halt vor, falls ihr beide noch nicht gesehen habt. Fangen wir mit Glass an. Der ist ja zum 17. Januar erschienen. Wie bei meinem Jahresvorschau 2019 ist es ja der Zusammenschluss von Unbreakable und Split. Zu Beginn des Filmes befreit David Dunn, bekannt aus Unbreakable, mehrere Mädchen, die von Kevin Wendell Crumb mit seinen mehreren Persönlichkeiten entführt wurden. Kennen wir ja schon aus dem Film Split. Beide werden dann bei ihrem Kampf von der Polizei dann gefangen genommen, finden sich dann in einer Psychiatrie wieder. Diese wird ja von der Doktorin Ellie Staple geleitet. Sie versucht den beiden und auch nochmal einen weiteren Patienten namens Elijah Price davon zu überzeugen, dass sie keine Superhelden, Bösewichte mit übermenschlichen Kräften seien. Ausgerechnet dann dieser Elijah Price, der sich nur noch Mr. Glass genannt werden will, befreit Kevin, damit der sich dann wieder mit David bekämpft. Dieser Kampf wird dann von Mr. Glass durch die Sicherheitskameras dann auch aufgenommen, um der ganzen Welt zu zeigen, dass es Menschen gibt mit übernatürlichen Kräften. Komme ich dann zur Bewertung des Filmes, wieder mal Tops und Flops. Was mir dann nicht gefallen hat, es hat mich nicht so geflasht. Ich habe jetzt mehr Erwartungen gehabt wegen diesem ganzen Hype um diesen Film. Habe jetzt da gedacht, der wird genauso gut oder noch besser als die Vorgänger wie Unbreakable und Split. Von daher war jetzt da, ja, durch diesen Hype mehr Erwartung, war jetzt nicht so geflasht von diesem Film. Trotzdem ist es halt sehr gut gemacht, von daher das Positive, was sich dann auch mir sehr gefallen hat, top an dem Film, war auf jeden Fall nochmal der Cast an sich. Ja, allein schon James McAvoy wieder als Kevin Wendell Crumb mit den über 20 Persönlichkeiten, von dem kleinen Jungen bis zur Bestie hin, diese ganzen Wechsel, wie er da dann ständig dann die Persönlichkeiten ändert, bis dann auch zu David dann wieder von Unbreakable, wo der mit seinem Regenmantel dann wieder die ganzen Menschen bekämpft, oder Bösewichte bekämpft, und natürlich dann auch Samuel Jackson als Elijah Price, Mr. Glass in seinem Rollstuhl, sehr zerbrechlich, aber dafür auch Kräfte hat, beziehungsweise der Schlauste ist von den allen und überall seine Fäden hat, sozusagen. Komme ich dann jetzt einfach nochmal zum Fazit des Filmes. Wie erwähnt, ist es halt trotzdem halt eine gelungene Fortsetzung, die man sich anschauen kann, ist aber jetzt kein Kinogang muss, also für mich kein Kinogang muss. Mit tollem Cast, wie erwähnt, schon mehr erhofft, mehr Erwartung reingegangen, nicht so stark wie seine Vorgänger, hat mich jetzt nicht so umgehauen und ja, war jetzt nicht so schlecht, auch nicht so krass gut, von daher einfach ein okay von mir, aus diesem Anlass 3 von 5 möglichen Punkten. Komme ich dann jetzt zu Creed 2 Rocky's Legacy. Der ist ja zum 24. Januar dann erschienen. Handlung des Filmes: Nach der Niederlage im ersten Teil folgen mehrere Siege, bei dem Adonis Creed endlich zum Boxweltmeister gekürt wird. Zur gleichen Zeit will Ivan Drago, der vor mehreren Jahren Adonis' Vater im Ring getötet hat, seinen Ruhm zurückgewinnen, indem er jetzt seinen Sohn Victor gegen Adonis antreten lässt. Adonis' schwangere Frau und auch Rocky Balboa sind gegen den Kampf, aus Angst, dass es halt zum selben Ergebnis führt. Aus diesem Grunde trainiert dann auch Rocky Balboa Adonis nicht. Folglich verliert dann auch Adonis gegen Victor, fällt auch da nochmal in Ohnmacht, bleibt aber trotzdem noch Weltmeister. Wird er disqualifiziert, weil Victor schlägt ihn zu, als Adonis sich noch hinkniete. Während seiner Genesung konzentriert sich Adonis mehr auf seine Frau und seine frisch gebackene Tochter, die auch noch gehörlos ist. Die Dragos erhoffen sich dann nochmal einen Rückkampf schnellstmöglich mit Creed, der unter Zeitdruck steht, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen, und geht auch ein erneutes Treffen ein.
Diesmal ist Rocky Balboa, sein Mentor, wieder mit an Bord, trainiert ihn dann genauso hart, wie es vor Ewigkeiten mit seinem Vater tat. Schließlich kommt es dann zum epischen Kampf der Protagonisten mit einem positiven und überlebenden Ende Creeds. Bewertung des Filmes: Es ist auf jeden Fall halt ein schöner Top-Film, den man sich anschauen sollte. Wiegt auch mehr das Positive als das eher Negative, weil was mir dann nicht nur gefallen hat oder mich auch erstmal gewundert habe, ist halt Sylvester Stallones Synchronstimme. Da müsste ich mal erstmal dran gewöhnen, weil der Synchronsprecher, der ist ja erkrankt, deshalb war da halt eine andere Stimme, die man ja halt in seinen Filmen dann auch davor kannte. Und was mir dann nicht gefallen hat, ist, der Film ist doch etwas vorhersehbar. Also man ahnt schon, worauf es hinauskommt. Im ersten Teil war es ja voll eine Überraschung, dass er doch am Ende noch verloren hat. Gab es ja kein Happy End, aber in diesem Teil, ja, sieht man schon, dass es da, worauf es hinausläuft. Deshalb ist das halt, was ich eigentlich nur halt bemängeln muss, also was mir nicht gefallen hat. Dann komme ich dann einfach zum Positiven, was ja auf jeden Fall mehr überwiegt, ist einfach, der Film ist jetzt nicht nur halt, es geht ja nicht nur ums Boxen. Er hat mehr Geschichte hinter, auch schon mit Adonis, mit seiner Frau, also Freundin, die er dann auch mal einen Antrag macht und dann auch nochmal ein Kind bekommt, beziehungsweise das dann auch noch gehörlos ist. Und auch der Gegenpart, die Geschichte da, viel Hintergrundgeschichte ist jetzt auch über die Dragos natürlich. Da sieht man auch halt, wie die Verhältnisse sind, was da sich abspielt und wo sie halt trainieren, ist halt mehr als, wie gesagt, nur ein Boxfilm. Was mir dann auch positiv gefallen hat, also sehr, sehr überzeugt hat, ist auf jeden Fall die Besetzung. Also der Cast allein schon mit den alten Hasen, mit Dolph Lundgren und Sylvester Stallone, die beiden waren wieder gut, haben das gut umgesetzt. Und auch natürlich die zwei Hauptcharaktere mit Florian Munteanu als Victor Drago, diesen deutschen Schauspieler, und auch nochmal Michael B. Jordan. Man hat erkannt, wie die dafür dann hart trainiert haben und ja, auch das auf jeden Fall sehr gut umgesetzt haben. Das ist halt das Positive, was mir sehr, sehr gefallen hat. Fazit einfach jetzt für diesen Film ist Creed 2 mehr als eine gelungene Fortsetzung. Ja, für mich dann auf jeden Fall halt ein Kinogang muss. Ja, solange noch in den Kinos läuft, einfach da nochmal gerne den anschauen. Und für mich dann auch neben Green Book einer der besten Filme 2019 im Moment. Habe mir ja in der Zwischenzeit diesen 2 Monaten ja schon mehrere angeschaut, deshalb kann ich sagen, dass es mir sehr, sehr gefallen hat. Auch ganz oben auf meiner Liste ist mein Top 10 für 2019 im Moment und vergibt aus diesem Anlass 4 von 5 möglichen Punkten. Dann war es das jetzt mit meinem Review Doppelpack, einmal mit Glass und einmal mit Creed 2. Wenn ihr beide schon gesehen habt, wie sehen eure Meinungen dazu aus? Falls noch nicht, wünsche ich euch viel Spaß noch in den Kinos, solange noch die beiden noch laufen. Bedanke mich dann nochmal hier fürs Zuschauen. Verabschiede mich auch dann nochmal hier an der Stelle. Bis zum nächsten Mal, euer Buddy Mike. Bye bye!